Ja, zwei Wahnsinnige, die gern mit Raketen hantieren. Das ist leider eine perfekte Überleitung zu dem Mann, der auch wahnsinnig stolz sein umfangreiches Waffenarsenal präsentiert. Irans Präsident Ahmadinejad nämlich. Und als einer der wichtigsten Waffenlieferanten Irans, und da schließt sich der Kreis, gilt Nordkorea. Vergangene Woche erst sorgte Ahmadinejad auf dem UN-Gipfel in New York wieder für einen Eklat, wie schon im vergangenen Jahr. Da hetzte er ja vor der Vollversammlung mit antisemitischen Verschwörungstheorien gegen Israel. Und jetzt fährt er noch schwerere Geschütze auf, und das nicht nur verbal, im Gegenteil. Voller Stolz blicken sie auf ihre Soldaten, gedenken der Märtyrer des Krieges gegen den Irak mit Hunderttausenden von Toten. Am Jahrestag der Streitkräfte präsentiert man die neuesten Waffen, mit denen man die Gegner von heute besiegen will. Es sind die USA und Israel. Wenn Israel den Iran angreift, werden sie keine Ruhe mehr finden. Es wird kein Leben mehr für sie übrig bleiben. Seit Anfang August Kriegsrhetorik vom Feinsten im Staatsfernsehen. Der Waffenspezialist unter den Reportern preist die U-Boote der Qadir-Klasse. Qadir heißt starker Entschluss und Anstrengung. Qadir heißt Verstand und Rasse der Jugend. Qadir heißt, Iraner haben keine Angst. Das hier ist Qadir. Nur den Kameras des staatlichen Fernsehens ist es erlaubt, in den Produktionshallen zu drehen. Es wird wohl das letzte Mal sein, dass ein Kamerateam das hier filmt, heißt es im Filmtext. Alles streng geheim. Die Arbeiter bestellt fürs Fernsehen. Diejenigen, die uns sagen, wir können das nicht, sollen herkommen. Nur 10 Länder auf der Welt können überhaupt U-Boote bauen und Gott weiß, wir können das auch. Die Leicht-U-Boote der sogenannten Qadir-Klasse, zurzeit der ganze Stolz der iranischen Marine. Wie gut sie wirklich sind, weiß keiner. Mehr als erste Testfahrten zeigt das Staatsfernsehen ohnehin nicht. Start der Kiam-1-Rakete gut eine Woche später. Kiam, zu Deutsch Aufstand oder Auferstehung, ist die neue Kurz- und Mittelstreckenrakete der Islamischen Republik Iran. Über die Reichweite und Sprengwirkung gibt es keine Angaben. Für den Verteidigungsminister eine besondere Ehre, beim Freitagsgebet den Vorredner den Einpeitscher zu geben. Noch einmal wird der Stolz der iranischen Raketentechnik beschworen. Diese Boden-Boden-Rakete ist die neueste militärische Errungenschaft. Sie hat keine Flügel, kann exakt ihr Ziel treffen und kann sehr schwer abgefangen werden. Trotz internationaler Sanktionen und Proteste eröffnet der Iran sein erstes Atomkraftwerk in Bushehr. Noch immer ist der Gottesstaat den Beweis schuldig, die Kernkraft nur friedlich nutzen zu wollen. Der Westen glaubt, dass in den iranischen Atomanlagen an der Bombe gebaut werde. Nur einen Tag später Unterschrift für eine Drohne. Der Präsident stellt diesen unbemannten Flugkörper als die neue Superwaffe des Iran vor. Ob sie auch als Trägersystem für eine Atombombe dienen kann, ist unklar. Ahmadinejad sagte, die Drohne könne zum Botschafter des Todes werden für die Feinde Irans. Das hier ist erst der Anfang. Das ist nicht für die Verteidigung der Grenzen eines Landes, das ist für die heilige Verteidigung. Bilder des Testflugs zeigte das iranische Staatsfernsehen kurz darauf. Im Text heißt es wörtlich, der Iran hat die Lizenz der USA und zweier weiterer Länder auf diese Art von Waffen gebrochen. Die Drohne mit dem Namen Karar, zu Deutsch Angreifer, ist 4 Meter lang und soll eine 200 Kilogramm Bombe in ein 1000 Kilometer weit entferntes Ziel tragen können. Mehr erfährt man nicht. Der Reporter wörtlich, Die Kraft dieser Drohne ist gewaltig, doch die Sicherheitslage im Land verbietet uns, weitere Informationen bekannt zu geben. einen Tag darauf darf der Verteidigungsminister unterschreiben. Die Schnellboote Seraj und Solfagar, die Namen stammen aus der schiitischen Mythologie, sollen den Persischen Golf sichern und die Straße von Hormuz kontrollieren, durch die 40% des weltweiten Rohöls transportiert wird. Für die Premiere der mit Raketen bewaffneten Schnellboote wurde eigens ein groß angelegtes Manöver abgehalten. Der Chef der iranischen Marine voller Zuversicht. Nirgendwo auf der Welt gibt es so schnelle Boote. Es sind die am besten entwickelten Waffen dieser Art.
Start der Fateh 110, zu Deutsch Eroberer. Die Kurzstreckenrakete hat eine Reichweite von 150 bis 200 Kilometer. Nach eigenen Angaben soll sie innerhalb kürzester Zeit einsatzbereit sein, sowohl zu Lande als auch zu Wasser. Sehr sachlich die Angaben des Moderators. Die Rakete hat alle Tests erfolgreich bestanden und steht nun der Islamischen Republik zur Verfügung, bereit zum Abschuss. Der Al-Quds-Tag, der Jerusalem-Tag. Im Iran heißt er Anti-Israel-Tag. Bestellte Massendemonstrationen im ganzen Land, auch auf den Straßen Teherans. Zu Tausenden werden die Menschen in die Hauptstadt gebracht. Die Parolen rufen sie schon seit Jahren. Tod den USA, Tod Israel, Jerusalem gehört uns. Und der Moderator einer Nachrichtensendung sagte, eines Tages, so Gott will, werden wir in Jerusalem beten. Irans Präsident am selben Tag beim Freitagsgebet auf dem Universitätsgelände. Einen Tag nach den Nahost-Friedensgesprächen in den USA appelliert Mahmoud Ahmadinejad an die Palästinenser, den bewaffneten Kampf gegen Israel unbedingt fortzusetzen. Und an seine Landsleute gewandt sagt er: Aber wichtiger ist es, dass das zionistische Regime ohnehin zum Untergang verdammt ist. Und immer wieder skandieren sie: Tod Israel, Tod den USA. Hier beim Freitagsgebet ist die Stimmung eher kampfeslustig als friedvoll. Die Kriegsrhetorik hat sich in den vergangenen Wochen verschärft, so als wollte man die Menschen im Land schon mal mit Worten an den Krieg gewöhnen. Iran zählt zu den am stärksten bewaffneten Staaten im Mittleren Osten mit der größten Zahl an Soldaten. Das wollte man am Tag der Streitkräfte demonstrativ zur Schau stellen.